Hello, my name is Ursula Bordewig-Dell and I teach biochemistry and food analysis at Münster University of Applied Sciences. For me, production of safe food is very important, so I'm very happy to be involved in the development of teaching materials on food safety in production of organic food as a member of the Erasmus Plus group Safe Org Food. In Germany, the demand for dairy products in organic quality is steadily increasing. Today we are visiting Söbbeke Company, a well-known organic dairy in the Münsterland. There we will inform us about the challenges about food safety while producing yogurt. We meet Dr. Anhild Seeb-Feldhaus, Head of Quality Management, who will answer our questions about implementing an HACCP concept in yogurt production. Willkommen bei der Molkerei Söbbeke, die Biomolkerei im Münsterland. Unser Unternehmen wurde 1988 von Paul Söbbeke gegründet. Und inzwischen sind wir so weit gewachsen, dass wir an 3 Produktionsstandorten leckere Bioprodukte produzieren. Wir stellen 100% Bio her und produzieren zu 100% ohne Aromastoffe. An unseren Standorten arbeiten ca. 200 Mitarbeiter. An unserer Produktionsstandort in Kronau-Epe, wo wir uns heute befinden, stellen wir die sogenannte weiße Linie her. Das sind Bio-Joghurtprodukte, Bio-Dessert, aber auch klassische Basisprodukte wie Biomilch oder Creme Fraiche. Für den Endverbraucher verpacken wir das in den klassischen K3-Bechern und auch im Mehrwegglas. Insgesamt verarbeiten wir 50 Millionen Liter Milch im Jahr und unsere Hauptkunden ist der Naturkostfachhandel. Unsere Hauptzutat, unser Hauptrohstoff ist die Biomilch. Uns verbindet mit unseren Milcherzeugern zum Teil schon auch eine sehr langjährige Beziehung. Für die Herstellung eines Bio-Joghurts benötigt man in der Regel auch andere Milchkomponenten wie ein Magermilchkonzentrat oder ein Magermilchpulver. Wir stellen an unserem Standort nicht selber die Fruchtzubereitung her, sondern haben hier Lieferanten, die die Kompetenz besitzen, uns da mit sehr guter Qualität zu beliefern. Bei uns werden die Fruchtjoghurts mit Zucker gesüßt. Wir verwenden Bio-Rübenzucker. Das sind die Zutaten, die wir für einen Joghurt benötigen. Ein HACCP-Konzept hat bereits existiert, als ich ins Unternehmen eingetreten ist. Und ich habe das nochmal nachgeschaut und habe gesehen, dass mit Einführung der ISO 9001 das Ganze verschriftlicht wurde. Der kritische Kontrollpunkt in unserem Unternehmen ist die Pasteurisierung der Bio-Rohmilch. Die Pasteurisierung der Bio-Rohmilch ist der Schritt, an dem die Rohmilch erhitzt wird, größer 72 Grad, mindestens 15 Sekunden und somit die pathogenen Keime, die in der Rohmilch enthalten sind, abgetötet werden. Die Überwachung des kritischen Kontrollpunkts bei der Pasteurisierung erfolgt mittels einer automatischen Umschalt- und Regelanlage. Das heißt, es wird permanent überprüft, ob die vorgegebene Temperatur eingehalten wird. Und wird die Temperatur unterschritten, erfolgt automatisch einen Umlauf und nach 180 Sekunden, wenn die Temperatur nicht erreicht wird, geht die Anlage in einen Zwangsausschub. Und ich kann danach die Anlage auch nur nach erfolgter Reinigung wieder neu anfahren. Das heißt, dadurch wird verhindert, dass nicht erhitzte Milch in die erhitzte Milch geht. Ein HACCP-System sollte man regelmäßig überprüfen. Das ist bei uns im Unternehmen mindestens einmal jährlich vorgesehen. Aber auch andere Ereignisse sollten bewirken, dass man eine Überprüfung durchführt. Das ist zum Beispiel, wenn ich einen neuen Prozess einführe oder wenn ich eine neue Produktionsanlage installiere, so wie wir 2020 haben wir eine neue Pasteurisierungsanlage bekommen, dann ist klar, dass man ein HACCP-Konzept diesbezüglich prüft.
Gleiches gilt auch für Neuprodukte. Entwickle ich ein neues Produkt, muss ich immer prüfen, passt mein HACCP-Konzept, sind alle Aspekte des Neuproduktes berücksichtigt. Eine Dokumentation ist erstmal die Grundlage, dass ich nachweisen kann, dass das Ganze auch funktioniert. Wir haben sowohl eine Dokumentation in der EDV, aber auch eine manuelle Dokumentation. Beispiel die CCP-Kontrolle wird automatisch aufgezeichnet in der EDV während des gesamten Laufs, weil ich muss ein CCP ja auch kontinuierlich überwachen. Diese Aufzeichnungen werden vom Mitarbeiter nach Beendigung der Tätigkeit im 4-Augen-Prinzip überprüft und er zeichnet auch nochmal dafür gegen. Wir haben aber auch Kontrollpunkte, die wir zum Beispiel in unserem Labordatensystem dokumentieren, aber auch manuelle Aufzeichnungen. Entscheidend ist, dass das, was ich kontrolliere, auch dokumentiere. Ein HACCP-System ist die Grundlage, um ein sicheres Lebensmittel herzustellen und gehört zur guten Herstellungspraxis. Es versetzt uns in die Lage, unsere Prozesse so zu analysieren und so zu gestalten und zu kontrollieren, dass ich am Ende ein sicheres Lebensmittel herstelle. Die Schulung zum HACCP-Konzept ist immer wieder wichtig. Dies kann ich intern tun, aber ich kann mir auch externe Hilfe dazu holen. Unsere Mitarbeiter, gerade die Mitarbeiter, die einen CCP kontrollieren, werden einmal jährlich geschult, beziehungsweise wenn sie an dieser Anlage neu sind. Das ist wichtig, damit ich immer wieder sensibilisiert werde. Sich externe Unterstützung zu holen oder auch Impulse von außen zu holen, ist immer wieder ratsam. Dann, wenn ich mein System neu aufbaue, aber auch wenn ich zum Beispiel etwas komplett neu überarbeite, bringt das immer wieder neues Wissen dazu und es ist sicherlich gut, wenn man ab und zu zumindest das HACCP-Team extern schulen lässt. Gibt es einen wesentlichen Unterschied im HACCP-System zwischen konventionellen und Bio-Lebensmitteln in der Produktion? Ich würde sagen, nein, es gibt keinen wesentlichen Unterschied, weil die Stoßrichtung ist die gleiche, die Herstellung eines sicheren Lebensmittels. Die größten Herausforderungen bei der Implementierung eines HACCP-Konzeptes oder auch bei der ständigen Überarbeitung ist bei uns zum Beispiel die Sortenvielfalt, die wir haben. Und sicherlich auch eine Herausforderung und sehr spannend ist die Tatsache, dass wir Joghurt im Mehrwegglas abfüllen. Dort habe ich natürlich eine große Aufgabe, das Thema Fremdkörpermanagement, Glas in Glas im Unternehmen so aufzustellen vom Prozess her, dass ich am Ende ein sicheres Produkt habe. Im HACCP-Konzept habe ich ja bereits vorgesehen, welche Maßnahmen ich durchführe, wenn mein Kontrollpunkt von den Sollvorgaben abweicht. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel zu nennen, bei der Wareneingangskontrolle von Bio-Rohmilch wird jede Anlieferung, jede Tour wird auf Hemmstoffe analysiert. Dort kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass eine Tour, eine Anlieferung hemmstoffpositiv ist. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, es ist vorgegeben, erstmal wird das Produkt gesperrt und darf nicht in die Verarbeitung weitergeleitet werden. Dann erfolgen weitere Prüfungen, um halt die Menge an Bio-Rohmilch, die gesperrt und entsorgt werden muss, möglichst gering zu halten und im Anschluss eben halt die Identifizierung des Verursachers, um Informationen zu geben, dass das nicht nochmal vorkommt. Ein anderes Beispiel wäre auch im Bereich der Wareneingangskontrolle die Fruchtcontainer. Die Fruchtzubereitungen werden in Fruchtcontainer aus Edelstahl angeliefert. Diese sind steril überlagert. Das mache ich, damit ich keine Fremdluft einziehe und dass ich keine Schimmelbildung habe. Bei der Wareneingangskontrolle wird dieses hier geprüft. Habe ich einen genügend Druck auf dem Container, erreiche ich nicht meinen Sollwert, dann wird die Ware gesperrt und wieder zurückgeschickt. As we have learned now, the implementation of a functioning HACCP concept in the production of yogurt is very important. As a critical control point, special attention may be paid to monitoring the pasteurization temperature of the milk.
A big thank goes to Söbbeke Company and the entire Safe Org Food team, who supported us so well while carrying out this video project. Feel free to take a look at our other teaching materials. There you will find a lot of tips and information about food safety while producing and processing organic food. Thank you.